Hi, ich bin Antonia und ich studiere Geodäsie und Geoinformation hier an der TUM. Ich weiß, dass sich viele wahrscheinlich nicht genau vorstellen können, was unter dem Begriff Geodäsie und Geoinformation genau zu verstehen ist. Es geht um die Vermessung der Erde, sowohl vom Boden aus als auch mit Hilfe von Satelliten. Das Besondere an dem Studiengang ist, dass er so vielfältig ist. Das heißt, man muss sich noch nicht direkt im Bachelor spezialisieren, sondern kann in alle Bereiche mal reinschnuppern und die Spezialisierung erfolgt dann im Master. Und was auch besonders toll ist, ist, dass man während dem Studium die ganze Zeit merkt, wo Geodäsie überhaupt dahinter steckt, was man gar nicht vermutet hätte. Zum Beispiel, wenn ein Satellit ein Bild von der Erdoberfläche macht, dann sind das geodätische Messmethoden. Oder wenn man ein autonomes Auto lokalisiert, dann basiert das auch auf geodätischen Messmethoden. Und ebenfalls, wenn man Satelliten-Navigationssysteme verwendet, zum Beispiel GPS oder Galileo. Das heißt, es gibt sehr viele Spezialisierungsmöglichkeiten, die alle sehr zukunftsträchtig sind. Und das zeigt sich natürlich auch darin, dass es sehr gute Berufsaussichten gibt. Ich bin selber Münchnerin und finde es total schön, im Herzen von München an der TUM zu studieren. Wir haben auch in München die besten Universitäten von Europa. Das sollte man natürlich ausnutzen. Und der Studiengang Geodäsie und Geoinformation wurde schon sehr oft angeboten und sehr oft optimiert. Deswegen fühle ich mich hier sehr gut aufgehoben. Und eventuell will ich später mal Richtung Forschung und Entwicklung gehen. Und da bietet sich die TUM natürlich als Universität auch an. Die größte Herausforderung für mich war bisher zu lernen, wie man selbstständig arbeitet, vor allem an Dingen, wo man erstmal komplett überfordert ist, weil man die Dinge natürlich noch nie gemacht hat, zum Beispiel beim Programmieren. Und der Vorteil bei meinem Studiengang ist, dass wir ein sehr gutes Betreuungsverhältnis haben. Das heißt, wir haben meistens 10 bis 15 Studierende und einen Übungsleiter sowie einen Tutor. Das heißt, man kann direkt während der Bearbeitung Fragen stellen und das hat mir persönlich sehr geholfen, die Herausforderungen zu überwinden. Das Besondere in meinem Studium ist für mich die Kombination aus Theorie und Praxis. Wir haben zum Beispiel die Exkursion nach Wetzell. Das ist ein geodätisches Observatorium und eines der bedeutendsten geodätischen Einrichtungen weltweit. Da werden Messungen durchgeführt, um die Erde im Weltraum verorten zu können. Das benötigt man unter anderem, um den Meeresspiegel sehr genau bestimmen zu können, weil das nicht ganz trivial ist, weil wir keinen einzigen Punkt haben auf der Erde, der immer die gleichen Koordinaten behält aufgrund der Plattenverschiebungen. Und deswegen benötigt man dieses übergeordnete Koordinatensystem der Erde, um eben sehr genaue Berechnungen durchführen zu können. Und dann haben wir auch noch weitere Vermessungsübungen, zum Beispiel mit Nivellier, Tachymeter oder Drohnen. Und das sind natürlich Punkte, die einen sehr motivieren im Studium und die sehr viel Freude bereiten. Und genau, zusätzlich haben wir auch einen eher kleinen Studiengang und es ist sehr schön, weil man dadurch die Kommilitonen und Kommilitoninnen sehr gut kennt. Für mich ist das Studium an der TUM besonders, weil wir sehr viele Professoren und Mitarbeiter haben, die sich um die Studierenden kümmern. Gerade mit den Forschungsmitarbeitern, die für die Lehre zuständig sind, haben wir manchmal sogar ein freundschaftliches Verhältnis, was sehr schön ist. Und man kann zusätzlich auch als studentische Hilfskraft jetzt schon an der Uni arbeiten und erste Erfahrungen sammeln.